Hi, ihr Lieben. Ein wunderschönen guten Abend und ich hoffe, ihr seid heute alle gut durch den Sonntag gekommen, habt die Stunde mehr auch ordentlich genutzt. Der Dude lässt uns nicht im Regen stehen. Nein, ich habe tatsächlich die Stunde genutzt, um einfach mal eine Stunde länger zu schlafen heute. Brauchte einfach mal Schlaf und ja, darum habe ich, keine Ahnung, heute bis 10 Uhr, glaube ich, geschlafen oder sowas. Einfach mal so richtig durchgegönnt. Und ja, heute Abend gab es eine kleine Planänderung, weil der Soge, der hat mir gestern Cassie Rain den Director's Cut ja, geschenkt. Und erstmal nochmal vielen lieben Dank dafür, ja. Und das ist ein Point-and-Click. Und das hat mich natürlich gleich wieder heiß gemacht, Leute. Ihr wisst ja, ich liebe Point-and-Clicks. Eigentlich wollten wir heute Abend Heretic spielen oder Heretic, je nachdem, wie man es ausspricht, ja. Und ja, da musste ich einfach kommen. Wenn ich schon ein Spielgeschenk kriege, Heretic läuft mir nicht weg, ja, dann machen wir das heute Abend auch einfach mal rein. Ich hatte nur einmal kurz das Spiel einfach mal gemacht, ob es läuft und so weiter. Wir machen jetzt natürlich ein neues Spiel. Ich habe nichts gemacht, ich habe keine Ahnung, ich weiß von nichts. Und ja, wie geht's dir, Soge? Hoffentlich ist bei dir alles gut, mein Lieber. Und ich würde sagen, wir genießen jetzt erst einmal das Intro. Ich mag die Pixelart ja, ne? Das ist so krass, was man aus Pixelart rausholen kann, ne? Oh, warte mal. Oh, warte mal. Warte mal, dann machen wir mal, starten wir gleich nochmal neu. Warte mal. Zurück zum Menü. Warte mal. Habe ich vergessen, die eine Tonquelle wieder reinzumachen? Ähm, warte mal. Gib mir mal gerade eine Sekunde. Das haben wir gleich. Ähm, okay. Ähm, das ist ruckzuck gefixt. Und zwar machen wir mal so. Und das schieben wir gerade einmal runter. Dann schauen wir mal. So, jetzt müssen wir das mit dem Ton auch behoben haben. So, warte mal. Nun ballert es. Jetzt muss ich tatsächlich gerade noch einmal schauen, ob der etwas laut. Ah, stimmt, da ist kein Filter drauf. Gib mir eine Sekunde, wartet mal. Filter Limiter. Ja. Dann machen wir mal 12 dB wie bei allen anderen. Und da bleibe ich bei. Das ändere ich jetzt nicht wieder 12 mal um. Ich habe auf allen Spielen, glaube ich, 12 dB. Warte mal, aber ich schaue es gerade nochmal nach. Bevor ich jetzt irgendeinen Quatsch erzähle. Filter. Nee, da habe ich 26 dB. Okay, warte mal. Da ist noch ein bisschen mehr drauf. Filter 26 dB. So. So, jetzt ist das so laut wie alles andere. Ja, ich muss jetzt gerade einmal nur mal kurz was testen, ob jetzt auch der Ton von Blurb wieder separat kommt. This is a reminder to save your work now for fuck's sake. Okay. Gib mir mal eine Sekunde.
Die Sounds könnten noch leiser. Ja, gib mir mal eine Sekunde. Ich muss mal gerade einmal kurz was machen. Nee, da ist das gar nicht. Warte. Gib mir mal eine Sekunde. Müsste theoretisch so gehen. Müsste theoretisch so gehen. Aber ich weiß nicht, warum man das nicht auftrennt. Muss mal ganz kurz noch mal was schauen. Was denn das war? So. Wo haben wir es denn da? So. Dann testen wir mal was. Okay, das funktioniert noch nicht ganz richtig, aber egal. Das sollte für heute Abend erstmal funktionieren. Guti. Dann würde ich sagen, düsen wir jetzt erstmal rein, bevor wir jetzt so viel Zeit verschwenden. Die Sounds können noch ein bisschen leiser. Das muss ich doch mal anpassen dann irgendwann. Ja. So, wo haben wir das denn hier? Ich muss doch gerade noch mal einen einzigen Sound testen und dann düsen wir los. Ich habe gar nichts gemacht. Gar nichts. Ah, okay. Warte mal. Haben wir es denn? So, jetzt sollte es passen. Guti. Dann, machen wir hier erstmal das Overlay wieder zurück. Dann würde ich sagen, düsen wir einfach mal los. So. Machen wir mal ein neues Spiel. Wollte schon fragen, wo der neue Mod herkommt, bis ich den Namen nochmal gelesen habe. Oh man. Oh god, this is so comfy. I'm just gonna lie here and suffocate on my own. Das vomit Programm now. will Bits haben? Echt? I had a thing I wanted to tell you. Uh-huh. This room Warte mal, da muss ich mal gerade mal selber reinschauen. Oh, warte mal. Das kann ich, glaube ich, einstellen. Bitpreis
Warte mal. So, jetzt habe ich die Bits rausgenommen. Das müsste jetzt ohne Bits gehen. Irgendwo muss die Kohle ja herkommen, richtig. So, theoretisch müsste das jetzt ohne Bits gehen. So, I was browsing through the used book ads in the paper when I... Listen, Eileen, I'm totally excited about books right now, but... Wait, hear me out. So, I noticed this article about a war veteran from Conwell Springs who just died. I remembered that you used to live there and everything, and... Oh, how I wish for joyful, blissful sleep. And get this! His name was Joseph. Joseph Rain. What did you just say? Okay. You knew him, right? I knew it. I knew you'd know him. Oh. Half-Life Pro Gaming at its best. Half-Life Pro. Ich glaube, da war das Internet gerade weg. Kann das sein? War das Internet gerade weg? Ah, okay. Sehr schön. Ja, Depoyo macht einfach alles kaputt. Kaum kommt er mit dem Raid hier rein, macht er gleich alles kaputt, ey. Same wie bei mir vorhin. Okay. Ja, danke, Depoyo. Vielen lieben Dank dafür, ja. Nee. Hi, grüß dich mal lieber und schön, dass du reinschaust, ja. Und natürlich alle Mitraider, vielen, vielen lieben Dank, dass ihr alle hier seid. Ja, ich hoffe, jetzt geht alles irgendwie und nur weil er neidisch ist. Ihr müsst mal schauen, ob das jetzt vielleicht eventuell mit dem Dingens, mit dem GIF-Programm geht oder ansonsten. Nee, jetzt sagt der Stream ist offline. Keine Ahnung, ich muss dann nochmal schauen. Wir machen jetzt erstmal weiter. So, ja, er war mein Großvater, geht nicht. Ja gut, dann müssen wir es halt mal irgendwann mal testen. Wie gesagt, das ist neu. Ich habe das eben einfach mal eingerichtet. Und Giffy ist ja leider tot. Giffy geht ja nicht mehr. That is not cool, Eileen. Seriously. I just couldn't help myself. Well, Ist sie jetzt gegoogelt oder was? To a restraining order. I'm just telling you this as a friend. I know. Well, anyway, you should know that the funeral is tomorrow. Okay, die Beerdigung ist morgen. I don't know. Good night, Eileen. Good night, Kathy. Okay. Na dann geht's los, würde ich sagen. 25. September 1995, Tag 1. Oh nein, der Wecker klingelt. Oh God, fuck. make it stop. Kann ich den... Verwende die linke Maustaste, um zu gehen. Und mit Objekten zu interagieren. Wecker. Wecker, weg mit dir. Looks like Eileen left a note for me here. Okay. Since it's such a long drive, I set the alarm so you won't miss the funeral. Thank me later, E. Das ist echt nett. Dankeschön. Well, I guess I should get going. I'm late enough as it is. Haben wir eigentlich Donnerstag oder Freitag Feiertag? Ja, wir haben Freitag Feiertag. Eileens Bett, kann man die Koffer anschauen? Eileen's girly suitcase. There's a sticker on it with her full name. Eileen Mildred Summers. Mildred. Ah, ihr und Donnerstag, okay, nice. Hast du dir denn wenigstens Freitag Brückentag genommen, Soge? Make-up check, hair check, horrible mood and contempt for humanity. Das ist so gut, dieser Pixelart, wie das aussieht, ne? Leertaste ist Zauber... Ah... Hätte ich gleich gecheckt, ob das mit Tab, Leertaste, Steuerung oder Alt oder sowas geht.
Telefon. Poster. Pinker Teddy. Können wir was mit dem pinken Teddy machen? Again, Mr. Bear. Don't give me that look. It's not my fault you ended up so close to my lighter. Wollen wir den Schrank aufmachen? Filled to the brink with inherited clothes and Christian joy. Ich glaube, das ist von 2016 und grüß dich, mein Freund. Ist relativ neu, also relativ neu. Ist eigentlich schon fast wieder Retro, oder? Wenn es 2016 ist, ist ja auch schon fast wieder 10 Jahre her. Elektrische Gitarre, Cassie's Bed, können wir da was machen? Just the way I like it. Und grüß dich, mein Freund. Bei dir alles gut soweit? Dann gehen wir mal raus. Oh Gott. Bei sowas kann ich nicht hinschauen. Da kriege ich gleich wieder Motion Sickness, Nein, die Schakos. Fuck. Die Cornflakes erinnern mich an Moonstone ein bisschen, ne? Ja, Moonstone war wild. Moonstone war richtig wild. Keine Ahnung. Sie brauchen eine Wegbeschreibung zum nächsten Donutladen? Das ist meine Antwort, glaube ich. Um mir ein Kompliment zu meinem Fahrstil zu machen, weil ich ihre Strafzettelquote nicht selbst erfülle. You need directions to the nearest donut shop? Trying to be a smartass, ma'am? Nobody likes a smartass. Nein? Mag keiner? Fast you were going? Yes. And? Yes, sir? The smartass playing dumb. Aren't you just a perfect blend of a... Mich erinnert das an Full Throttle. I guess so. Full Throttle ist richtig geil. Vollgas war super. Ich habe das geliebt, das habe ich auch im Stream gespielt. You know how it is. Well, what I do know is that the speed limit here is 65. I clocked you at 77. You're getting a ticket. Oh. Wie hat er das denn gemessen? Können wir das Foto sehen? Hat er da irgendeine Messung für? Kann er uns was zeigen? Kann ja viel behaupten, wenn der Tag lang ist. Aber Full Throttle war gut. Oh, Alter, dieser Arztteil, der ist so gut, ne? Der Pixel-Look ist richtig gut. Ich brauche eine Zigarette. Nö, mach doch. So, zieh mal. Zieh mal eine durch. Was haben wir denn eigentlich? Notizbuch. Elektroschockwaffe. Gut, die braucht man immer. Schachtel Zigaretten. Und ein Feuerzeug. Mausoleum. Oh, hier geht die Beerdigung, oder was? We are gathered here today to honor a person of great integrity, a pillar of the community, and a decorated war hero. His name was Joseph Irving Rain. Joseph Irving Rain? His warm heart, his compassion, and his eagerness to help others. His passing, while our loss, is surely heaven's gain. Now we entrust our brother Joseph to God's mercy. We commit his body to the ground, earth to earth, ashes to ashes, dust to dust. In sure and certain hope of the resurrection to eternal life through our Lord Jesus Christ, who will transform our frail bodies so that they may be conformed to his glorious body, who died, was buried, and rose again for us. To him be glory forever. Amen. Amen. Der Penner mit dem grauen Bart. Oh, ist das meine Mutter? Oh, Kathy, you big baby. Just talk to her. Dann reden wir doch mal mit der. Excuse me, Mrs. Rain?
Doch nicht. Have we met, Anna? You look strangely familiar. It's me. It's Catherine. Catherine? Who? You don't recognize me? I guess it's been a while. I might be a bit taller than you remember me. Kathy? Bless my soul. Look at Und die you eine tolle all Stimme. grown up. Oh, how I wish Joseph could see you now finally coming home. Let's hope he can. Wherever he is. A comforting thought, dear. Lord, how long has it been? 10 years? 15? 15 sounds about right. I was 6 when Mom took me away. Goodness, we have some catching up to do then. Also bis jetzt ist das so ein bisschen wie Gabriel Knight, nur in weiblich. Listen, I'm not quite ready to leave yet, but why don't you join me at the house in half an hour? Sure, I'd love to. I passed it on my way here. It shouldn't be too hard to find. I'll see you soon then. I'm so glad you found your way back home. I can't wait for us to have a chance to talk. Same here. See you in a bit. Neuer Schauplatz hinzugefügt. Rest in peace, Grandpa. I wish things could have been different. Ach, sowas wie nehmen, schubsen, ziehen, drücken und so weiter hat man nicht. Man kann einfach nur Sachen anklicken oder was? Man hat da nicht irgendwelche speziellen Interaktionsmöglichkeiten. Elizabeth Parker. 60 Jahre. Ein paar kaputte. A family mausoleum. It says Price. The family must have been fairly rich. Those things don't come cheap. Was ist er denn da für einer? Ach, der Priester. Jane L. Stevens. Wäre witzig, wenn die hier irgendwelche Bäcker oder Programmierer hingemacht hätten auf die Grabsteine wieder. Ja genau, es gibt nur linke und rechte Maustaste. Ah, okay. Is that so? Here, have a brochure. It's never too late to turn away from a path of sin. Wieso sind Sie überzeugt, dass ich auf einem Pfad der Sünde bin, Vater? Sind Sie nicht der Meinung, dass Vorurteile nur einen kleinen Schritt von den großen 7 Sünden entfernt sind? Gute Antwort. Sie haben wohl auch nie von einem hoffnungslosen Fall gehört. Keine Sünden? Was soll ich denn in meiner Freizeit anschauen? Ich mach mal das erste. Why are you so sure I'm on a sinful path, Father? Wouldn't you say that prejudice is but a small step from the 7 big ones? I simply meant that we are all sinful creatures, child. I hope to see you at the church. Don't get your hopes up, buddy. I'll pray for you. I wish you comfort in this time of grief. Hast du gefunden? Gehen wir mal zum Haus der Rains. Grandma. Oh, das sieht auch noch so ein bisschen aus wie das Haus von der Mutter von Gabriel Knight, Rotes Pferd. Das rote Pferd sich einfach umgekehrt. Mit seinem Schwanz die Fliege abgewehrt. Die Fliege war nicht dumm. Sie machte Summ, Summ, Summ. Cute red horse. It's some old Swedish thing, I think. This paint looks fresh. Grandma must have had this restored recently. Doppelklicken auf Türen, lässt sich direkt reinspringen. Ah, das ist eine nette Info. Tischlampe. Das ist ein Telefonbuch. Für mich sah das eher aus wie so eine... Ja. Irgendwas anderes halt. A wedding photo from when my grandparents married. They look younger than I am now. Things have sure changed. It's a photo of this very farm from way back. It says 1910. Alter, okay, das ist alt. Gibt's einen Mäntel? Stiefel kann man hier vielleicht... single pair of boots on display. Boy, do we live in different worlds. Mäntel? Black leather coat, right up my alley. Obergeschoss, Gemälde, Wohnzimmertür, Tischlampe. Gehen wir einfach mal hier durch.
Ich denke mal, da sie... Dear. I was just wondering what took you so long. Sorry, I couldn't resist taking that old wheelchair for a spin. Oh, don't give me that look. I put it back. You haven't changed one bit. Always kidding around, just like when you were little. Come have a seat. We have so much to talk about. So, now, tell me about your life in the city. Oh, there's not much to tell. I'm going to school for journalism. It's my second year. I ride a motorcycle in case you missed it there out front. Ah, that's Aber right. da hat sie Just like your blonde father. Spitzen quasi I suppose. vorne. Und da hat sie lila Spitzen vorne und nur das Deckhaar ist Anything blau-lila No, nothing und das since we Innenhaar were ist way pink back und then. hier hat sie halt irgendwelche... suspected as much. Ah, He disappeared without a trace. No matter, that's ancient history. How's Sharon then? Die Wahrheit jetzt erzählen, dass du sie in eine Psychiatrie einweisen hast lassen. Das Thema vermeiden. Es gibt keinen Grund jetzt darüber. Wir sind ehrlich. I had her committed to a place where she could get some real help. I just couldn't take it anymore. Ich hasse sowas immer irgendwie drumherum reden. Einfach offen frei raus. When she took you away. Yeah, about that. I'm sorry I didn't visit sooner, Grandma. Mom, she told me all these horrible lies about you and Grandpa. When I was old enough to understand what she was doing, I felt like it was much too late. It wasn't your fault, dear. You were a child. I'm just happy that you're here now. Jetzt kommt die Oma einen Herzinfarkt What about you? und spielt zu How have you Ende. been doing all these years? Als Speedrun. Lonely ever since the accident. There's no denying that. What accident? Goodness gracious. Of course you don't know. She took you away before it all happened. Don't know what. I will never forget that dreadful day. August 16th, 1981. It was the middle of the night when Sheriff Truman knocked on our door. Wenn der Dialog gleich vorbei ist, muss ich gerade mal im Overlay was machen. Beim Chat oben ist so ein bisschen was abgeschnitten. Sowas hasse ich. All dirty and wet with an awful blank stare on his face, like his soul had been ripped from his body. Since that day, he never spoke a word. Forever confined to that blasted wheelchair. Really? For all this time? I had no idea. It came as a shock to all of us. That's horrible, Grandma. I'm so sorry. Thank you, dear. Vorfall 81, okay. Wartet mal, gib mir mal rein eine Sekunde. Oh, fuck, das war falsch. So. So. Wie fortsetzen. Was? Ich mag auch diese Form der Dialogführung. Ja, finde ich richtig gut. Why do you Vorfall think Grandpa 81. suddenly left that night in 81? I haven't the faintest idea. He acted very peculiar. Ab welchem Alter ist das freigegeben? 16? Disappearing for 18? hours at a time. At first I even suspected he was having an Ah ja, affair. klar, du grüß dich mal lieber. Alles gut bei dir. Asked him about it. He just said he was chasing old demons. Must have had something to do with the war. Ein Kriegstrauma? Könnte auch 12 sein. Glaube nicht, weil im OBS sagt, dieses Spiel ist für Erwachsene. Das für einige Zuschauer möglicherweise nicht geeignet ist. Ich habe halt, bei mir ist alles gut, danke. Also wie gesagt, wenn ich das live stellen will, kommt bei mir halt die Meldung, dies ist ein Spiel für Erwachsene, das für einige Zuschauer möglicherweise nicht geeignet ist. Ein Maybe it Kriegstrauma? was post-traumatic stress disorder? Grandpa always had a hard time showing weakness. I don't know, dear. I'm just speculating. I didn't think too much of it at the time. Joseph was a man of few words. I'm sure he just didn't wish to burden me with it, whatever it was. Was haben die What do Ärzte the doctors gesagt? have to say about Grandpa's condition? Persistent vegetative state. That's what they call it. I've heard it all by now.
One doctor said it was a stroke. Another claimed it was a seizure. The third hack tried to sell it off as a severe infection. It's all a load of tripe. I had an MRI performed on Joseph. It's one of those state-of-the-art head scans. Yeah, I've heard of them. Yes, well, according to the scan, his brain was completely intact. They thought it was a technical problem at the time, some kind of glitch, but the result was the same after 3 different scans on 3 different machines. Eventually, they had to confess that they simply had no credible explanation for the state he was in. And this injury just happened to occur on the very same night he mysteriously disappears? Indeed. I refuse to believe it was a coincidence. Hey, Magical Fails. Nee, heute gibt's kein RPG. Eigentlich spiele ich tatsächlich für mein Leben gerne Point-and-Clicks, Knobelspiele, Rätselspiele und so weiter. Sei es sowas wie Myst oder The Room oder Escape Room Spiele mit Sorge zusammen. Ich liebe halt irgendwelche Knobel-RPG, Point-and-Clicks und so weiter. Genau, das Geschenk ist von Sorge. Genau. Er musste auch mal was Vernünftiges zocken. Richtig. Und ja, nee, also wenn ich schon ein Spiel geschenkt bekomme, dann schmeiße ich das rein. Heute Abend wollte ich eigentlich Heretic spielen. Das ist Ansichtssache. So, wie sieht es mit der Polizei aus? Aber die Story soll gut sein in dem Spiel und ziemlich düster. Said they simply found Joseph in that condition on the outskirts of town. The sheriff was convinced there was some kind of foul play involved, but the investigation turned up nothing. He later said that he was sorry, but that he was forced to close the case. Ansonsten alles gut bei dir, hoffentlich, Magical Fails. Hast die Stunde heute effektiv genutzt? Try, dear. Some kind of closure would mean the world to me. Okay, I think I'll head over to the sheriff's station for a little chat then. Okay, gehen wir zu den Chacos. Doing some actual police service for once. Sure, you go ahead. Let me know if I can be of any more help. Neuer Schauplatz hinzugefügt. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter zu den Chacos. Oh, ich finde das Subpixeling richtig gut bei der Cassie. Wenn ihr mal drauf achtet, wenn die geht, das Subpixeling ist echt gut, ne? Ja. Können wir mit dem Rollstuhl was machen? Ein alter Rollstuhl. Nicht allzu eingestaubt. Großvater muss den... Können wir den benutzen? Schade, ich dachte, wir können eine Runde drehen. Oder... Okay, schade. Gut, dann würde ich mal sagen, gehen wir. Mona, grüß dich, meine Liebe. Die Decke, ja. Die Decke ist, das ist alles richtig gut. Wie geht's dir, Mona? Ich hoffe, bei dir ist alles gut, meine Liebe. So, dann gehen wir mal zu den Chacos rüber. So eine richtige Kleinstadtwache hier. So, junger Cop. Sheriff. Haben wir hier irgendwie was? Faxmaschine. Tassen. Kann ich mir eine Tasse nehmen? Ich will eine Tasse haben. Alles fein, bei mir ist auch alles super. Vielen lieben Dank. Coffee cups, both used and unused. Oh, I thought it was with you. Coffee cup. Ich weiß nicht, wann ich mit dem Objekt, wann ich ein Objekt nehmen kann oder nicht. Das ist total ungewohnt, wenn ich nur 2 Tasten habe, ey. A potted plant. Gut, dann gehen wir mal mit dem jungen Cop sprechen. Erinnert mich an No Country for Old Men, wo der die Polizisten killt. Jau, wo er da mit diesem Rindertöter ankommt und dem das Ding an den Schädel hält, ey. Das war super wild. I'm pretty sure you don't.
Yes, I do. You're Kathy. Ist ja dieser Kathy komische Ray. Bolzen, der da mal so rausfährt. Reputation precedes me in a kind of but not totally creepy way. Oh, come on. It's me, Lenny. Lenny Marks. Wer bist du? Lenny? Die Wahrheit zugeben, du hast keine Ahnung, wer er ist. Notlügen sind ja nicht so schlimm, oder? Vorgeben, ihn zu kennen. Ich bin am Überlegen, ob die Entscheidung sich auf das Spiel auswirken. Wahrscheinlich nicht. Glaube ich nicht. Hoffe ich jedenfalls nicht. Was machen wir? Du hast gelogen? Dann machen wir die Wahrheit. Wir machen immer das Gegenteil von Soge. Really? You don't remember us playing when we were little kids? Not really. Sorry, buddy. Darn. Well, that's a bummer. Anyway, what can I do for you today? Vorfall 81. Klingt irgendwie so dramatisch. Vorfall 81. The sheriff may have more information, but even he probably Okay. doesn't know anything that isn't in the report. It happened before either of us worked here. Also müssen wir. Okay, I think I'll have a chat with Was the ist das für ein Blondie? Mann. Bin mal gespannt, Office is to your right. wie sich das auswirkt. Ich auch, Soge. Gut, dann müssen wir jetzt mit dem Sheriff reden, oder was? Oh, and have a complimentary cup of Joe if you want. Ja, eine Kasse Kaffee will ich haben. Eine Tasse Kaffee. Coffee cups, both you. Wie kann ich die jetzt nehmen? Ich will eine Tasse Kaffee haben. Tasse Kaffee, Junge. Hä? Verstehst du? Hä? Weißt du? Okay, er macht da gerade einmal ihn hier. Gleich an die Akten ran. Tasse Kaffee mag ich auch gern. Müssen wir, wenn er... Okay, da habe ich gleich schon wieder sowas, ne? Wenn er jetzt sich rüberlehnt und eine Tasse Kaffee holt, ob man denn hier vielleicht irgendwie an die Akten muss oder so. Oder eine Medaille. Naja, gut. Wir überlegen uns das mal. Oh crap, it's you again. The smartass returns. You have some more crimes to confess? Oh, you know, maybe a felony or two. Wouldn't be surprised. Look, I'm busy. Oh, erstmal einen What do Schluck you trinken, das ist gut. I just have a Gib mir few mal eine Sekunde, ich muss questions. gerade mal was That's all. einschütten. want? Fine. Go ahead. Oh, im Moment haben wir wieder unser absolutes Lieblingsgetränk hier. Fanta Mango Drachenfrucht. Also das ist mein absoluter Lieblingssoftdrink im Moment. Also wenn ich mir mal einen Softdrink hole, Fanta Mango Drachenfrucht, boah. Fanta mit Krümeltee. Krümeltee müsste ich mir im... gute Wahl, ne? Ja. Ne? Do you know what happened to Joseph Rain in 81? He had a stroke in the woods. That's what happened. Krümeltee gibt's immer im If that's all Sommer. there is, why would Sheriff Truman open an investigation? It was just standard procedure. A general occurrence report always has to be filed. I see. Did you know him at all? No, I haven't been in Ach, town das ist for doch der long. Otto, der uns eben angehalten Sure hat, has one hell oder? of a reputation, though. It's been over a decade since he was put in that wheelchair. Auch mal wieder People still Krümeltee. talk about the man he used Stimmt. to be. Ist eigentlich immer Zeit für Like he was a Krümeltee. cult leader or something. Sounds like a Finde, der conspiracy geht theory immer. to me. Wobei ich den noch nie heiß getrunken habe. Immer nur kalt. Da steht heiß und kalt drauf. So, Can I Polizeibericht. have a look at that report? Absolutely not. They're official police documents. Absolutely not, Why sagt not? er. I thought filed police reports are public record. Not in this state, they ain't. Jetzt kommen Sie, Sheriff. Das ist doch keine große Sache, aber ich gehöre zur Familie. Henny, kannst du mir mal helfen? Here? Don't you agree that he's taking by the book too far? Well, boss, she is his granddaughter, really. I don't think it's any... Don't you think I know that? There are rules. Am I the only one in here who cares about the law? Too much Anscheinend. coffee? Try not to pop a vein. Do you want to see the inside of a cell? Oh, cuff me, officer. Hättest du mal Spare me the gelogen, torment of wahrscheinlich. rhetorical questions and veiled threats. Just follow the rules like everyone else. I've had enough of this nonsense. Fine.
Kann man hier durchgehen? Hey, that's a restricted area. Oh, okay. Sorry. Okay. Können wir mit Lenny reden? Hey, Lenny. Hello, Kathy. What's up? Polizeibericht. Komm schon, Lenny. Du und ich. Wir kennen uns doch schon aus dem Sandkasten, Mensch. Du kannst für dich mal. Kannst doch gerade mal umdrehen und dich einen Kaffee holen, oder? Zieh dir mal einen Kaffee. Hä? 81 when my grandfather was found by the old sheriff. We only keep reports filed after 1990 in here. So I'd have to go check the archives in the other room. If it was up to me, I'd be happy to go take a look, but you heard the sheriff before. I'm sorry, but I can't help you unless he approves it. Fine. Okay. Well, gotta go. See ya. Also müssen wir jetzt auch mal mit dem sprechen, oder was? Hätte ich mal gelogen, ne? Hello, Sheriff. Mind if I ask you a few more questions? If you must. That's all for now. Good. Kann ich mir den Kaffee Coffee nehmen? cups, both used and Just your standard coffee maker. What should I do with Du it? sollst dir den Kaffee holen. Das sollst du machen. Du kannst auch neben dem Block die Items im Gespräch nutzen. Not a big coffee cup. That's kind of. I don't. Ach man, das... If he wanted coffee, I'm sure he would have taken some already. Kann ich mir denn eine Kaffeetasse... Tasse Kaffee Verwende Kaffee, keine mit Tassen. Had a cup this morning. Okay. I can't while he's sitting there. Was haben wir denn hier noch? Bin an meinem Blog. Alles klar, Mona. Hey, do you mind if I use this phone here? Sorry, that's not allowed. Various notices and a wanted poster. Alter, wie er zum Kaffee rollt, fühle ich 100%, yo. Hey, Lenny. Hello, Kathy. What's up? I don't want to show him. What's your opinion on this church? I think it's a nice enough church. Why? I don't know. The priest seemed odd. Kinda pushy. Yeah, I get your point. But I know the guy. He's harmless. If you say so. Kann ich dir mit der Elektroschockwaffe? Trouble at all. Ich kann ihn nicht Well, tasern? gotta go. Schade. A bunch of cops lining up for a photo. Lots of police reports. They all look fairly recent, though. Nothing older than 1990. Lenny mentioned that the older reports are stored somewhere beyond those doors. Ah. Okay. Können wir ihn jetzt darauf nochmal ansprechen oder den Sheriff? Hello, Kathy. What's up? We already talked about that. I wanted to ask if you know anything about my... I really don't know. Well, gotta go. Warte mal, vielleicht müssen wir den Sheriff nochmal auf die Polizeiberichte ansprechen. Ich habe das Gefühl, dass ich da rein muss. Hello, Sheriff. Mind if I ask you... If you...
Asking nicely clearly didn't do the trick. I need to figure out something. Do you know what happened to Joe? He had a stroke in the woods. If that's all there is, why would Sheriff It was just standard procedure. I see. No, man sure has one hell of a reputation. Oh. It's been over a decade since he was put in that wheelchair, and people still talk about the man he used to be. It's like he was a cult leader or something. Sounds like a conspiracy theory to me. Could be, but you know what they say. Things too good to be true usually are. That's all for now. Okay. Good. Müssen wir denn mit der Oma nochmal sprechen? Medal of some kind. Just some photo. Nothing special about it. Oder müssen wir warten, bis der Typ rüberrollt? Just some photo. Nothing special about it. Tons of miscellaneous files. Nee. Dann gehen wir mal mit der Oma reden. Hey, Kathy, wait. Was? What? Do you eat foot? I mean, food? Absolutely not. I feed on human misery. Relax, Lenny. Yes, I do eat food. Oh, well, great. Can I buy you food sometime? And also buy food for me? And then maybe we can eat the food together? Frag mich doch einfach nach einem Date. Da würde ich mir lieber tatsächlich das eigene Bein abnagen. Auf gar keinen Fall. Gott, nein. Nein. Also, welche Form von Nein wollen wir nehmen? Nein? Gott, nein? Auf gar keinen Fall? Oder will ich mir tatsächlich immer das eine Bein abnagen? Nicht zu gemein. Also, nein. Ja, ich habe keine nette Option. Nein. Busy right now. Maybe later. Oh, okay. See ya. So, dann gehen wir mal mit der Oma wieder reden. Ich habe so das Gefühl, dass wir das Telefonbuch brauchen. No result for that. Nope, couldn't find it. Hallo? Hi, this is Eileen speaking. Hey, it's me, Kat. Oh, hi, what's up? Too complicated to explain over the phone. I'll fill her in about it later. Okay. I'm trying to get a hold of a police report concerning Grandpa, but the cops refused to give it to me. Yep, the state laws are really strict about that sort of thing. Ugh, there must be some way to get my hands on it. Müssen wir die Oma mitnehmen. Probably not within the boundaries of the law, Kathy. Am I hearing this right? Are you encouraging criminal behavior, E? Oh, I would never. Oh, jetzt now we are talking. Das war's? Okay, gotta go. Das- Talk to you later. Bye, Kathy. Okay. Ja. Ja, gut. Müssen wir mit der Oma reden. Kann Oma da nicht anrufen und sagen, ich brauche die Akte und ich schicke meine Enkelin vorbei, weil ich nicht mehr gehen kann? Das würde There doch... are a few things I need to ask you, Grandma. Very well, dear. I don't see Polizeibericht. a reason to ask her about that. Warum sollte ich sie... What do you think about this church, Grandma? They seem harmless to me, but they can be a bit pushy at times. Huh, you could say that. Handing out Bin jetzt nicht so der mega Point-and-Click-Fan. Rätsel habe ich bei RPGs zum Beispiel auch fast immer dabei. Echt? Okay. Ich mag Point-and-Clicks. Well, gotta go, Grams. Talk to you later. Bye, Kathy. Sideboard, I kann man used da? to love digging through those drawers when I was a kid, looking for coins, buttons, and trinkets. Alkohol. Können wir Alkohol mitnehmen? Grandpa in his Air Force uniform looks to be in his early 20s. Ich will den Alkohol mitnehmen. Alkohol. Expensive looking scotch. That thing has been standing there forever. Okay, kann ich nicht mitnehmen. Bücherregal?
decent-sized book collection. Most of them science or history related from the looks of it. Und spielt sich das jetzt schon anders gegenüber dir, Soge, oder nicht? For special occasions. I have yet to see it outside the cabinet. A painting of a blue sky with clouds. Probably supposed to be a backdrop for those angels. Ich frage mich, ob das mit dem Lügen eine Auswirkung gehabt hat. An intricate toy airplane with moving parts. I remember playing with that. Grandpa had a whole collection of them. Grandma has prepared some tea for us. Ich habe noch nicht ein einziges Item auf ihm vom Fortschritt, ja. Ansonsten dachte ich, dass der Polizist nicht so ein Flirty wäre, aber ist wie bei der anderen. Expensive. Okay. I shouldn't overstay my welcome. An old wheel. Bike-Auswahl. Oh, man kann andere Bikes nehmen. Cool. I can't while he's sitting. Kann man das Ding irgendwie anrufen? Die Polizeistation oder sowas? Tons of miscellaneous files. I don't see anything labeled as police reports, so those must be elsewhere. Oh, ein ganz alter... Grüß dich, Alterchen. Einen wunderschönen Abend wünsche ich dir. Und hi und grüßt euch alle Midraiders. Gude. Ja, schön, dass ihr hier seid. Was gab's denn bei dir heute Schönes, Mensch? Erzähl mal, wie geht's euch? Und was habt ihr heute alles so Schönes gemacht? Oh, das Pferd ist tot. Oh. Nicht so gut gelaufen fürs Pferd. Naja gut, kannst du immer noch Lasagne... Na gut, das habe ich jetzt nicht gesagt. Essen mit Pferd, ja, ja. Wartet, man muss sich hier auf irgendwas achten? Muss ich hier auf irgendwas achten? Bleib mal jetzt mal an der Tür. Er geht jetzt hier rüber. Muss ich... Oh nee, das ist... Dreht er seinen Kopf, der Lenny? I can't while he's sitting. Guckt er irgendwann mal weg? Hab circa 25 Fertigungspunkte mir erspielt mit den Lebensquests, okay. Vielleicht die Kaffeemaschine manipulieren oder so. Ja. Habe ich aber nicht wirklich viel für. Ich könnte... Ich weiß nicht, ob ich... Wie kann ich denn Items benutzen? Notizbuch?
What really happened to I'd prefer to electrocute something and or someone else. Ah. I can't well. Also irgendwie muss ich rein optisch den Typen, den Lenny, ablenken. Lots of police Lenny mentioned that the older I'm having a hard time following. Wouldn't that be the day? He can get his own coffee. Thank you very much. Coffee. A pop. If he wanted coffee, I'm sure he would have taken some already. Irgendwie müssen wir den Auto ablenken, wa? Hey, Lenny. Hello, Kath. I wanted to ask if you know anything about my grandfather's accident. I really don't know much beyond the rumors. We already talked. Well, gotta go. See ya. Hey, Lenny. Hello, Kathy. I don't want to show him that. I don't want to. What's your opinion on this church? I think it's a nice enough. I don't know. Yeah. If you say. Also irgendwie muss ich die ablenken können, oder? A bunch of cops lining up for a photo. Hey, Lenny. Hello, Kathy. I wanted to. We already talked. Well, gotta go. See ya. Hä? I can't while he's sitting. I can't while. Okay, ablenken kann ich ihn auch nicht. I'm having a hard time. Hey, Lenny. Hello, Kathy. Well, gotta go. See ya. Wie kriege ich denn den Auto abgelenkt? Habe ich auch schon gemacht. Coffee cups. Coffee cup. Kann ich hier irgendwas von nehmen? I can't. Fax machines. The pinnacle of. Ich habe halt keine Ahnung, was sie gerade von mir wollen, If he wanted coffee. Lots of. Lenny mentioned that the older reports are stored somewhere beyond those doors. Hä? Ihr wollt mich doch verarschen. So.
Hey, Lenny. Hello, Kathy. Well, gotta go. See ya. Habe ich hier noch irgendwas? Ich kann auch gerne noch 20 Mal mit ihm. Warte, ich rede noch mal mit ihm. Vielleicht sagt er mir ja jetzt Hello, was. Kathy. What's up? Well, gotta go. See ya. Tons of miscellaneous files. I don't see anything labeled as police reports, so those must be elsewhere. Aber warum kriege ich die denn nicht abgelenkt? I can't while he's sitting. I can't. Oh, das geht mir auf den Zwirn, dass ich nicht irgendwie anschauen oder irgendwie was habe. Ich habe einfach nur irgendeine Taste, die mit mal... Fax machines. Ich habe nur irgendeine Taste, die einfach mit mal orange wird und... Kann Coffee. kann ich hier irgendwas nehmen? Ich habe doch nicht ein einziges Item aufheben können. Oh, sowas riecht mich auf. Kann ich hier das Ding zumachen? Kann ich auch nicht. Various notices and a wanted poster. Warte mal. Das habe ich doch schon 875 Mal angeklickt. Alright. Let's see how Das habe ich doch schon this works out. 875 Mal angeklickt. Ja, wie... Oh. Lenny, quit loitering and make some goddamn coffee. 10-4, coming right up. Oh, it better be. So, jetzt guckt ihr rüber. Kann ich jetzt da durch? Ja. Okay. Kann ich mit dem Penner sprechen? Hi, Penner. Hey, What? I can't hear you. Alter. Jetzt? Thanks. That was getting annoying. Hi, Battlezwerg. Grüß dich mal lieber. Wie geht's dir? Schön, dass du reinschaust. hey. Du hast den Kaffee mit dem Telefon und den Kaffee mit allem kombiniert. Ich war mir 12 Millionen Mal sicher, dass ich mit der scheiß Pflanze kombiniert habe. So. So, why'd they put you in that cell? It's all just a big misunderstanding. Is that so? Yeah, I didn't mean to steal anything. I was just using my pockets to move the beer to the checkout. That's the worst excuse I have ever heard. For your information, I happen to have a deadly fear of shopping carts. I take my last statement back. This excuse is even worse. Hey, it wasn't your father who was killed by a shopping cart when you were 8. I sure hope not. To be fair, mine wasn't either. It was just Uncle Bob. But that doesn't mean it was any less traumatic, mind you. To this day, I still get nervous breakdowns at grocery stores. I think I've heard enough, buddy. You're right. We should stop before the flashbacks begin. Okay. So, why'd they put you in that cell? It's all just a big Na, misunderstanding. ich war mir halt sicher, dass ich das schon mit der scheiß Pflanze benutzt I hatte. didn't mean to steal anything. I was just using my pockets to move the beer to the checkout. That's the worst excuse I have ever heard.
For your information, I happen to have a deadly fear of shopping carts. I take my last statement back. This excuse is even worse. Hey, it wasn't your father who was killed by a shopping cart when you were 8. I sure hope not. To be fair, mine wasn't either. It was just Uncle Bob. But that doesn't mean it was any less traumatic, mind you. To this day, I still get nervous breakdowns at grocery stores. I think I've heard enough, buddy. You're right. We should stop before the flashbacks begin. So, why'd they put you in that cell? It's all just a big misunderstanding. Is that so? Yeah, I didn't mean to steal anything. I was just using my pockets to move the beer to the checkout. That's the worst excuse I have ever heard. For your information, I happen to have a deadly fear of shopping carts. I take my last statement back. This excuse is even worse. Hey, it wasn't your father who was killed by a shopping cart when you were 8. I sure hope not. To be fair, mine wasn't either. It was just Uncle Bob. But that doesn't mean it was any less traumatic, mind you. To this day, I still get nervous breakdowns at grocery stores. I think I've heard enough, buddy. You're right. We should stop before the flashbacks begin. Okay. Okay. See ya. Erste Notiz. Lenny, for the last goddamn time, stop leaving the locker keys on this table. Always put them back in your desk when you're done. This phone is not here for your personal calls either. The county shouldn't have to pay for your giggly shenanigans. Sheriff. Oh, ein Benzinkanister. A big red gas can with a hose. Somebody probably used that to siphon gas. A big Werkzeuge? red gas can with a hose. Somebody probably used. Hä? An Oh axe, Gott. a sledgehammer, and some other heavy tools. Brilliant idea to leave those lying Pinpointing around ist echt evidence lockers komisch hier. and locked cells. Polizeiberichte, deswegen sind wir doch hier. Hey, these must be the archived police reports that Lenny was talking about. Time to start digging. Yes, found it. August 16th, 1981. Let's have a look. Okay. Ein paar Meilen von Conwell Springs entfernt wurde in der Nähe der unbefestigten Straße eine Person aufgefunden, die mit weit aufgerissenen Augen blind herumirrte. Die Person wurde als Joseph Rain identifiziert. Er zeigte keinerlei Reaktion, weder als er angesprochen wurde, noch auf Berührung. Er schien von Kopf bis Fuß dreckig und bis an die Knie nass zu sein. Mr. Rain umklammerte ein kleines Diktiergerät, in das ein Tonband eingelegt war. Er zeigte sich kooperativ und konnte zum Streifenwagen geführt werden. Anschließend wurde er in die Stadt zurückgebracht. Miss Rain wurde abgeholt und gemeinsam mit Mr. Rain in die Notaufnahme des Gemeinschaftskrankenhauses gebracht. Bei einer Routineinspektion des Streifenwagens wurde ein Diktiergerät gefunden, das auf dem Rücksitz liegen gelassen wurde. Dieses wurde als Beweisstück in Schließfach Nummer 5 archiviert. Schließfach Nummer 5 müssen wir uns mal merken. I'm gonna have to get my hands on that recorder. Locker number 5 is right there, but it requires a key. Okay. According to the note on the table, the locker keys are kept in Lenny's desk. Da müsste an Lennys Desk dran. Gibt es denn sonst noch was? Computerbildschirm, großer Schrank. Notiz, Telefon, kleiner Fernseher, Mob. Können wir den Mob mitnehmen? Okay, also können wir hier wieder nichts machen. Dann gehen wir erstmal raus. Hätte ich den Fernseher wieder anmachen müssen? Hey, Lenny. Hello, Kathy. What's up? Well, gotta go. Muss ich das gleiche jetzt nochmal machen?
Time to waste more coffee, I guess. Lenny, coffee. Jeez Louise, already? I'll take care of it, boss. Alter Verwalter. So, er macht jetzt Kaffee. Mach mal den Fernseher erstmal wieder an. Nee, das ist nicht richtig. Hello, Cat. Da müssen wir nochmal Kaffee weggießen. So langsam wieder schrecklich. Ich hoffe, es guckt jetzt kein Hardcore-Kaffeetrinker hier zu, wie ich aber die ganze Zeit die Kaffee wegschütte. Müsste eigentlich mal irgendwann mal abspeichern. Wo speichere ich eigentlich ab? Warum kann ich den nicht abspeichern? Ach so, ich war noch nicht ganz fertig. Zelle. Escape und speichern. Ja, nein. Fortsetzen. Ich dachte erst, man müsste hier wieder auf irgendein Item klicken. Können wir mit dem reden? Ach nee, können wir ja nicht, weil der Fernseher an ist, ne? Müssen wir den Fernseher ausmachen? Mit dem Typen reden? Ihn überzeugen, Lenny abzulenken. Genau das werden wir brauchen. I do? $10 says you do. I'd say my services in this matter are Was? $20? $20. Alter. 9. 15. 8. Fine, 10. 7. Deal. Die Pollo in der Zelle. What do I do again? Distract that young cop in the lobby. I don't care how you do it, as long as you keep him occupied for a while. Okay then, let me know when. Will do. Okay, got. See ya. Okay. So weit, so gut. Hey, the jail is off limits. You shouldn't be in there. Oh, sorry. I just heard someone yelling. I think that guy in the cell needs some help. Ah, what now? Okay, I have to make this quick. Noch schnell den Schreibtisch durchsuchen. Okay, let's find the key to locker number 5. Mambo Number 5. Und dann müsst ihr schon wieder Kaffee verschütten. Alter. Oh. Oh, die Pflanze, Alter, die Pflanze. Die Pflanze geht doch ein, ey. Ich glaube, da ist nur noch Kaffee drin. So, Schlüssel für Schließ... Achso. No, this key opens one of the small lockers. Hätten die Symbole nicht noch größer machen können? Ja. Alright, got it. Also, die hätten das Symbol auch so groß machen können und dann hier oben diesen kleinen Punkt quasi zum Interagieren des Items und dann, ja, tut mir leid, sie sehen vom Bild halt gar nichts mehr, weil dieser kleine Punkt zum Interagieren ist und das einfach das fucking Bild. So, haben wir das Ding jetzt? Haben wir. Können wir jetzt hier hören.
consists of 3 red roses, a blue 3 rote Rosen? and 2 yellow tulips. I've been working on my research in the attic at night. Oh, das heißt, du bist also auf dem Dachboden? She has enough to think about with everything that's been going on lately. With Sharon and Kathy. Anyway, I'm getting close to finding the source. I have a promising new theory. It should be ready for a test soon. Okay, das ist gruselig. Dann sprechen wir mal Omi an. Fragen wir mal Omi nach dem Dachboden. Ich will mit dem Rollstuhl fahren. So, Omi. Oh, shit. There are a few things I need to ask you, Grandma. Very well, dear. Would you mind if I took a look in the attic? I suppose it would do no harm. Come with me. Thanks, Grandma. You're welcome, dear. Be careful now. Wie kann ich hier Licht machen? Lichtschalter. Nothing. The bulb must be burned out. Glühbirne. The bulb looks burned out. I'll have to replace it. Ja, dann nimm sie. The bulb looks burned. Nimm sie. Okay. Okay, dann nimm sie halt nicht. Oma, hast du noch eine Glühbirne? Oh, hello, dear. Hi. Omi, ich brauche eine Glühbirne. Du hast doch bestimmt noch welche. There are a few things I need to ask you, Grandma. Very well, dear. Hi, Repetro. Hallo zusammen, Cassie Rain. Das wollte ich auch immer schon mal ausprobieren. Das Spiel ist bis jetzt echt super. Bisschen gewöhnungsbedürftig, weil es irgendwie zu simpel von der Steuerung ist. Ich muss mich da echt umgewöhnen. Aber bis jetzt die Story ist gut. Wo habe ich doch noch hingebaut? Wow. Nein, die hat die Ersatzbirnen auf dem Dachboden hingelegt. Ihr wollt mich doch verarschen. Well, gotta go, Grams. Talk to you later. Bye, Kathy. Haben wir hier Tischlampe. Die Tischlampe. Free light bulb. Score. Okay. Das war tatsächlich easy. Muss ich das hier einfach austauschen per Drag and Drop? Aber irgendwie so grob hin. There we go. Sehr gut. Besser Tischlampe als Duschlampe. Das ist richtig. Ein Buch. Was ist denn das für ein Buch? Das gucken wir uns doch mal an. Ach, Mathematik. Das würde ich, glaube ich, nur benutzen, damit der Esszimmertisch nicht mehr schief steht, wahrscheinlich. Haben wir denn hier noch... der Dachboden hat mich gebrochen. Das war quasi mein Kaffeerätsel. Echt? Okay. Kaffeetasse, Schreibmaschine, Papier, Schubladen, Büro. Guck mal den Aktenkoffer, Teddybär. Alter, fuck. So viele Items hier. Okay, hier brauchen wir einen Aktenkoffercode. Nein, müssen wir da jetzt so ein Mathematikrätsel machen? Sind die Rätsel also etwas knackiger? Also ich glaube, Soge musste, glaube ich, zweimal in die Lösung reinspicken. Oder? Zweimal und das heißt was. Also wenn Soge in die Lösung reingucken muss, dann heißt das was. Und kommt auf den Spieler an.
Geheimnisse der unendlichen Zahlen. Pi, Fibonacci-Zahlen, Primzahlen. Oh, fuck. Oh, fuck. Okay. Okay. Ich denke eher simpel, der Dude eher komplex. Was ist denn mit dem Teddybär? Können wir den nehmen? Ich will ihn nehmen. Hol den. Fuck you. Ich will ihn. Okay. So. Warte mal, was haben wir denn hier? Irgendwie was? Okay, da ist nichts. There has to be some way of figuring out the code. I'm sure both the math book and the first message on the tape have something to do with it. Das Mathebuch und die erste... Ah, okay. Okay, shit. Also, oh nein. Warte mal. Wir haben... Also muss ich wieder zurückspulen? Nein, wie gut ist das denn? Ich muss erst zurückspulen? Okay, der perfekte Blumenstrauß besteht aus 3 roten Rosen, einem blauen Veilchen und 2 gelben Tulpen. Okay. So. Dann machen wir doch mal so. 3 blaue. Was war das? 3 blaue. Ist es schon wieder vergessen. Aus 3 roten Rosen. 3 rote Rosen, einen blauen Veilchen. Okay. Okay, das können wir. 3 rote. 1 blaue. 2 gelbe. Richtig? Machen wir nochmal. Nein. So zurück. Aus 3 roten, einem blauen und 2 gelben. Okay. Aufnahme gedrückt, Band weg. Yo, das wär's. Ich würde weinen. Ich würde weinen. Nee, verdammt, ich muss ja gerade... Warum habe ich das schon wieder weggeklickt hier? Ah, so. Muss das ja einfach nur so. Okay. Das Buch. Rotes Lesezeichen, 3 davon. 3 Primzahlen brauchen wir. Da es ja nur ein Code, ein einstelliger Code ist. Warte mal. Halt, stopp. Das war doch... Ich muss gerade mal was schauen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Jetzt habe ich das schon wieder weggemacht. Was ist denn hier los heute? So. Muck ist auf jeden Fall mega, ja. So. Das heißt, wir brauchen 3 Primzahlen. Wir brauchen 3 Primzahlen.
3 Primzahlen. Eine Zahl der Fibonacci-Folge. Das kann ja denn auch nur... Ne, Fibonacci ist ja immer 1 und 1 und 1 und 1 ist 2 und 1 und 2 ist 3 und 2 und 3 ist 5 und 3 und 5 sind 8 und 8 und 5 sind 13 und 13 und 8 sind 21. Das ist ja Fibonacci-Folge. Das ist ja relativ leicht. Das heißt, Fibonacci-Folge, kein Mensch weiß sowas. Ja doch. Ja doch. Also kann das ja von der Fibonacci-Folge tatsächlich kann das ja tatsächlich nur der Bereich sein. Ja? So, und was ist hier? Bei Pi bin ich mir nicht sicher. Bei Pi bin ich mir noch nicht sicher. Pi ist ja 3,14159. Das ist klar. Und so weiter und so weiter und so weiter. So, haben wir noch irgendwelche Hilfen? Okay, also, das heißt, die ersten 3 Primzahlen machen wir färben das, oh scheiße, fuck you, jetzt ist das schon wieder weg. So, das färben wir jetzt mal grün. So. Okay, wir machen es jetzt einfach hier rum. So, fortsetzen. Also, die ersten 3 Zahlen ist 2, 3, 5. Das ist klar. Das ist klar. So. Dann werde ich jetzt einfach mal hingehen. So. Fibonacci. Ist die erste Zahl eine 1. Und die ersten Zahlen von Pi sind 3,1. Also müsste der Code theoretisch Alter, 2, 3, 5, 1, 3, 1 sein. Theoretisch. So. Also die ersten 3 Primzahlen, 3 von den roten, die erste Fibonacci-Folge und die ersten beiden Zahlen von Pi. Also machen wir jetzt mal, was habe ich gesagt? 2, 3, 5, 1, 3,1 ist Pi. Oh! Aber eine Pflanze klickst du nicht. Leck mich so. Leck mich, Alter. Ich habe im Geiste die Pflanze 50 Mal angeklickt gehabt. So. Okay, das war einfach. Das war einfacher als die Pflanze. Ja? Das war einfacher. Das war einfacher als die scheiß Pflanze. So. Ja, mit sowas kann ich umgehen, ja? Also, sowas ist für mich tatsächlich Logik. Aber es ist ein gutes Rätsel. Ohne Witz, das Rätsel gefällt mir. Ich war Zeugen, er hat tatsächlich mehrmals versucht, die Pflanze... Danke, De Pollo. Danke. Danke. Ich sub bei dir nächsten Monat wieder rein, alles klar. Let's see what's in here. So, was haben wir denn in dem Oh, ein neues Tape? Paper clipping, a key and a tape inside. Was? Oh, and a single copper ein penny. Kupferpfennig? What? Okay, überbelichtetes Bild.
can't make much out. I think I see trees in the background, but most of the picture is just bright white. There's probably some way to enhance this back at school. I'll figure it out tomorrow when I'm back. Grandpa in uniform with 2 other men. Something is handwritten on the back. Flight training, McConnell Air Force Base, 1941. Okay. McConnell Basis, erstmal notiert. Zeitungsausschnitt. In Conwell Springs. In early morning on Sunday the 14th, a teenage girl found dead near Conwell Lake. The girl is survived by her mother, father, and younger brother. The funeral service will be held at Conwell Cemetery on the 21st of July. The notice is dated July 15th, 1975. Tragic story. I wonder why Grandpa saved this. Ertrunkenes Mädchen. It's a small key, fairly modern design. No identifying tag, unfortunately. Sowas hasse ich, wenn man halt einfach einen Schlüssel findet, wo man keinen Bezug zu hat. Looks like it was minted the same year I was born. Grandpa and me, we had this game where he would hide pennies around the house and I would go on a treasure hunt. Never in the attic though. I thought it was too scary up there. Okay, ist hier noch was? Papiere? Kann man da was machen? Just some old bills. Nothing interesting. Kaffeetasse, Oh, kann man Reinigungsmittel mitnehmen? Also, jetzt stelle ich mal nicht so an. Simon the Sorcerer, hier Simon und Rincewind, die hätten das einfach in ihren Rucksack gesteckt, in ihre Taschen. Licht aus. Oh, das gibt ein Achievement. Dich als Geschöpf der Nacht erkennen zu geben. So, machen wir Licht aus und gehen runter. Wollen wir ja nicht, dass Omi unnötig Geld bezahlen muss. Aber ich würde gerne Omi mal den Umschlag zeigen. Umschlag, hier. Wo ist denn der Umschlag? Omi, kannst du mir was dazu sagen? Polizeibericht? Kannst du mir dazu was sagen? Grams, can you tell me anything about this picture? It looks awfully bright. Perhaps something was wrong with the camera. Yeah, maybe. I should try to figure something out tomorrow at the university. Can you tell me anything about McConnell Air Force Base? It's not very far from Conwell Springs. Joseph was stationed there for some time during the war. I believe they're still training young pilots there today. So, when did Grandpa enlist in the Air Force? Oh, it was barely past the honeymoon when Joseph left to fight in that terrible war, together with his best friend Charles and my brother Andrew. Those were nerve-wracking years. I was so worried I thought I would... Oh, da würde ich, glaube ich, auch ausrasten, wenn ich als Frau zu Hause wäre und mein Mann im Krieg irgendwie. Wahnsinn, nicht auszudenken. Einfach nicht auszudenken. Alles klar, Soge, bis gleich. Ich mag die Stimme von der Oma irgendwie gerne. Die hat so eine warme, ruhige, sanfte Stimme irgendwie. Was the saddest thing. She was only 16. We never really knew the family. They preferred to keep to themselves. Do you remember the name of the girl or her family? I'm awfully sorry, dear. I just can't recall. That's okay, Grandma. I was just wondering why Grandpa would have wanted to save this. Joseph was always affected by the tragedy of others. Perhaps he wanted to do something for the family. In any case, he didn't speak to me about it. Okay. Bye, Grandma. Dann würde ich sagen, gehen wir uns jetzt mal das neue Tonband anhören. Vielleicht kann ich da noch mal was rausfinden. You've reached the Rain residence. Leave a message after the beep.
Hello, Joseph, Mrs. Rain. It's me, Charles. I thought I'd give you a call. Erica just had her firstborn. It's a boy. Oh, diese ganze Musik und Atmosphäre ist so toll in dem Spiel, wa? Listen, I was thinking maybe you'd like to come and visit. And what about your little Kathy? Maybe she wants to see the baby. Well, anyways, hope to see you soon. All the best. Bye. You people make me sick. We're never coming back. Don't call, don't write. Was? If you ever try to contact us, I will call the police. Joseph, you there? It's me, Cocky. Cocky? Me too. Hi, Cocky. You're the one I trust now. Just call me back as soon as you can. I wonder who this Cocky is. Okay, so, dann machen wir mal weiter. Wir zeigen ihr das Bild. Look at this photo I found in the locked briefcase. Goodness, I haven't seen that picture in years. This was taken when Joseph was stationed at McConnell Air Force Base. That's him right there on the left. What about the other two? I don't remember the name of the smiling man in the back. The gentleman on the right was Joseph's Das war der garantiert best Cocky friend, im Hintergrund. Charles Wade. So, Do you know Zeitungsausschnitt. anything about this story, Grandma? Not much, dear. It was the saddest thing. The girl was only 16 years old. We never really knew the family. They preferred to keep to themselves. Do you remember their names? Let me think. I'm awfully sorry, dear. I just can't recall. That's quite all right, Grandma. I was just wondering why Oh, Grandma hast du dir would have Popcorn wanted to geholt, save Soge? this. Joseph was always deeply affected by the tragedy of others. Perhaps he wanted to do something for the family to ease their pain. In any case, he didn't speak to me about it. Okay. Spezies Zero? Do you recognize this key, Grandma? I found it in the attic. I'm afraid not, dear. Does this coin mean anything to you, Grandma? I'm afraid not, dear. Does the nickname Cocky mean anything to you? Sounds vaguely familiar. It reminds me of the aviator call signs. Lass das nicht Wolfi hören. Joseph was vigilante. I can't count the number of times he got into trouble for breaking the rules. To this day, I have no idea how he always managed to land on his feet. Must be hereditary, given the things I've gotten away with. Every time I wake up, I am genuinely surprised that I'm not in jail. I'm sure it's not that bad, dear. But to get back to the subject, you don't have any idea of who this Cocky is? I'm afraid not, but the Air Force might be a good place to start. Aber wir spielen Point-and-Clicks hier, da ist die Wahrscheinlichkeit relativ gering, dass Wolfi vorbeischaut. What can you tell me about Charles Wade? Well, I do know he has made quite a name for himself since he and Joseph went to war together. Apparently, he came up with some brilliant piece of engineering for the airplanes. They use it everywhere now. Any idea how to get in touch with him? I'm afraid not, dear. I haven't seen him for years. He and Joseph grew apart before you were born. Any particular reason for that? Not that I know of. Okay, da haben wir hier alles durch. Take care. Steht ja vielleicht im Telefonbuch dieser Charles Wade. Zu der Zeit gab es da noch ein Telefonbuch. Ich kann mir das gar nicht mehr... Ohne Scheiß.
früher, ne? Wir hatten jedes Jahr mir ein neues Telefonbuch geholt. Das ist Wahnsinn. Dass man damals einfach ein Telefonbuch hatte und dann hat man doch drum geblättert. Da gab es kein Internet, wo du dann mal gerade irgendeine Adresse googeln konntest, wirklich. Ja. Und das weiß ich noch. Da hat sie ein Telefonbuch gehabt und da hat sie die ganzen Nummern auch noch in so Zetteln reingeschrieben. Ich weiß auch, bei meinen Eltern waren zig Zettel mit irgendwelchen Telefonnummern drin. Weil du hattest ja nur ein lokales Telefonbuch, McDonald-Basis. Gibt's da was? Nah, nothing like that in here. Damn, no Charles Wade in here. Was worth a shot, but being rich and famous and all, I guess he's got a hidden number. No hit for Wade Industries either, but it was kind of a long shot for them to have an office in this small county anyway. I should try to get a hold of him some other way. Nope, couldn't find it. McConnell Air Force Base, how can I help you? Hi, I was just wondering if you had time to answer a few questions. Sure thing, ma'am. Ask away. Wählscheibe wäre geiler, stimmt. I'm trying to get a hold of Charles Wade. Would you happen Stimmt. to know how to reach Unser him? erstes Telefon hatte noch Wählscheibe, ey. Public figure. He has explicitly asked us not to provide his contact details to anyone. Is there any way you can make an exception? I really need to talk to Mr. Wade. Oh, can do. I can't really help you out unless you have some sort of official business. Vorgeben, ein Cop zu sein? Letztes Mal hat uns Lügen, die Wahrheit sagen, nicht weitergebracht. Aber vorgeben, ein Cop zu sein, könnte uns in ernste Schwierigkeiten bringen. Ach komm. What if it was a matter of life and death? Ma'am, if you're in a life-threatening situation, I suggest you call 911. Shit. Okay. I do have official business. I'm Deputy Reagan. I'm calling from Conwell Springs Sheriff's Department. Nice try. Do you know what caller ID is? You can clearly see that you're not calling from the station. Goodbye. Schade. I can't pull that off if I call from here. Wir müssen zur Polizeiwache und uns da wieder in diese wir müssen uns da wieder in diese Dings reinschleichen, wa? Ja, die arme Pflanze. Die arme Pflanze, komm. Müssen wir jetzt mal... Die Pflanze sieht uns schon und denkt so, oh fuck, okay. Oh, ist die Pflanze... Ist die Pflanze mittlerweile schon gelb? Die war doch mal grüner, oder? Good idea, but they would notice me right now. Die war auch schon mal... Okay, das geht nicht. Good idea, but they would notice me right now. Okay, also das geht nicht. Hey, Lenny. Hello, Kathy. What's up? Nah, I don't want to ask him about that. Okay, das will ich ihn nicht fragen. Hey, Lenny, do you remember anything about a girl drowning around here? Yeah, I remember my mom telling me about that. I was like 6 at the time, though. Do you remember her name? Oh, man. Not really. I was so little. I think it was something with an L. Linda? Laura? Something like that. All right, I'll keep looking. Nah, I don't want to ask him about that. Okay. What's your opinion on Charles Wade? He's okay in my book. Invested a lot in the local community over the years. He's been a prominent figure in town for as long as I can remember. Dann schauen wir gleich noch mal den...
fragen wir gleich nochmal den Sheriff. Well, gotta go. See ya. Hello, Sheriff. Mind if I ask you a few more questions? If you must. I don't need to ask him that. Do you know anything about the drowning here in 1975? 16-year-old girl? You have a memory problem? I told you I haven't been working here that long. Besides, even if I did, I wouldn't tell you. Juvenile cases are a sensitive matter. What's your opinion on Charles Wade? There's a lot of people in town with their noses up that man's ass, that's for sure. That's so? Care to elaborate? Just another rich bastard doing what he does. They even renamed Main Street to Wade Street a few months back. What a goddamn joke. Okay. That's all for now. Good. Ja, dann werden wir mal auf dem Friedhof vorbeischauen. Was ist ein besserer Ort, Tote zu finden, als auf dem Friedhof, oder? Alles andere. Das Problem ist, ich werde jetzt die ganzen Grabsteine durchklicken dürfen, wahrscheinlich. Die ganzen Grabsteine durchklicken dürfen, bei meinem Pech. Wir gehen jetzt mal nach ganz links hin. Und fangen jetzt von links nach rechts an, die Grabsteine durchzuklicken. Oh, was ist mit ihm denn? Rest in peace, Grandpa. I wish things could have been different. Wer bist du denn? Hi. Hi yourself. What are you doing? None of your business. Huh, I like you. Warum steht denn der Junge im Regen am Grab irgendwie rum? Where's your mom? Oh, she's around. I don't see her. Oh, das... Blind or something. Sie ist nicht die hellste, oder? Okay, don't go anywhere. Whatever. Was ich negativ finde an dem Spiel ist die Bewegung zwischen den Orten. Wenn man zum Beispiel 6, 7 Orte hat zum Abklappern, besonders der Friedhof, da die Eingangsanimation recht lang stimmt. Was haben wir denn da? Elizabeth Parker. Ne, die ist nicht 16 gewesen. Eric Mitchell ist ein Typ. Lily Myers. Das ist sie. Du musst im Telefonbuch nachschauen, oder was? Gut, dann gehen wir wieder zurück und gehen zum Telefonbuch. Das Kind ist mir egal. Der ist hier allein... Hä? Ist weg? Kid? Oh nein, das Spiel fängt richtig an, creepy zu werden. Nein, das Spiel fängt an, creepy zu werden. Nein, das ist doch nicht sowas, oder? Nein, Sorge, das ist doch nicht sowas, oder? Mach keinen Scheiß, ey. Erstmal wildbrennendes Kind belästigen, ja. Auf einem Friedhof. Alter, nein. Das Spiel fängt jetzt schon an, solche Faxen zu machen, oder was? She's been dead for 2 decades. I could try to find someone in her family, but I'll need a full name. Hä? Ist doch ein Name, Lily Myers. Bist du denn bekloppt, oder was? Okay. Ja, das Game ist Horror, Depoyo. Das Game ist Horror. Das baut sich halt ganz langsam auf, aber das soll ein Horrorspiel sein. Oder, Sorge? Ich meine, ja. Ja.
Müssen wir denn die Chakos fragen, oder was? So gespielt Cassie Rain Director's Cut. Aha. Achso, wir können da jetzt einfach so durchgehen. Und du wolltest was testen? So machen wir jetzt erstmal die McDonalds-Basis da. Hi, I was just wondering if you had time to answer a few questions. Bestimmt ist... Sure thing, man. Ask away. I'm trying to get a hold of Charles Wade. Would you happen to know how to reach him? I'm sorry, man, but Charles Wade is a public figure. He has explicitly asked us not to provide his contact details to anyone. Is there any way you can make an exception? I really need to talk to Mr. Wade. No can do. I can't really help you out unless you have some sort of official business. I do have official business. I'm Deputy Reagan. I'm calling from Conwell Springs Sheriff's Department. You can see that you're actually calling from the station. You say you're a cop? You don't sound like a cop. Was? Alter, du bist ein Sexist. It's just because I'm a woman, right? Women don't belong in law enforcement? Is that what you're saying? That's so sexist. Now that's hardly what... Do you have any idea what I have to go through every day? Nobody takes me seriously. Ah, The ne? dirty looks, the sexual innuendos, Relax, okay? I'll check the files. It's 555-7641. Thanks, buddy. Die Karte zieht immer. Ich habe dreimal an müssen. Hi, this is Ja, ja, war gar nicht auffällig. Charles Wade. He doesn't live here anymore. What's this about? What do you want with my father? I'd just like to have a quick word with Mr. Wade. It's about my grandfather, Joseph Rain. You're 20 years late, girl. My father has neither time nor energy to deal with you people. But this conversation is over. Unless my father explicitly says he wants to talk to you, it's not going to happen. Okay, die ist... Stuck-up, overclass witch. Das wollte ich gerade auch sagen. For me. I'm going to talk to that old man one way or another. Das wollte ich auch gerade sagen. Okay. Ah. Dann müssen wir mit Omi reden. Vielleicht hat Omi noch mal was. Aber wir speichern bei Omi erstmal einmal wieder ab. Ich habe schon lange nicht mehr abgespeichert, oder? Ah, nee. Escape war das. Omi. Ja, und so. Ja. So, Omi. Hi, Omi, du. Du musst mir helfen wegen Lilly. There are a few things I need to... Very well, Dee. I found out that the drowned girl's name was Lily Myers. Ring a bell? Oh, yes. Oh, how could I forget? Sue, Jack, and their children, Lily and Nathan. Do they still live around here? Mother and son. Also, ich zünde jetzt eine Kerze für die Pflanze an und gehe danach ins Bett. But not the father. Mach das. Nimm sie in dein Abendgebet mit auf, ja? Mach noch 3 Ave Maria und 2 Vater Unser, ja? Ich wollte nur einen Erfolg in dem Game testen. Ach so, okay. Also, dann danke ich dir auf jeden Fall nochmal für den Red, Pollo. Wir sehen uns. Ich wünsche dir einen guten Start in die Woche. Mach nicht zu viel. Ne? Ist ja nur eine 4-Tage-Woche, bei dir hoffentlich auch.
Und ja, wir sehen uns auf jeden Fall mal lieber. Definitiv. Okay, dann kann ich sie ja jetzt im Telefonbuch nachschlagen, oder? 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 Ja. Ich habe eine Adresse gefunden. Nice. Gut, das heißt, wir können jetzt zu den Michael Myers. Hä? Achso, wollte gerade sagen, Hütte am See? Oh nein, Myers, Hütte am See, das gefällt mir nicht. Das gefällt mir ganz und gar nicht, Alter. Okay, die Musik wird auch richtig mies. Was haben wir denn hier? Doc, Headmobil, Zigarettenstummel. Können wir mit den Zigarettenstummel was machen? Nein. Im Aschenbecher? Aschenbecher. Thermometer? 55 degrees. Not too chilly, thankfully. Können wir da klopfen? Hallo? Myers, Hütte am See, Bootsteg. Ja. Gleich steigt er aus. Joseph's girl, the one they sent away. Yeah, that's right. Well, what do you want? I had some questions about your daughter, Lily. Well, you know what? I don't have any answers, girl. Lily was precious, special. Lily died. That's all there is to it. My grandfather. Hat nicht diese einen von den Avengers auch so eine weiße Strähne? Storm? Oder wie hieß die? Nee. Wie hießen die mit dieser weißen Strähne bei den Avengers? Meine Frau weiß das sofort. Vergesst den Namen immer. Die ist doch so ultra OP da. Meine ich ja, X-Men. Ja, kann ich die... Ja, genau die. No. Won't you ever give up? Kann ich ihr... Ah, die raucht doch. Hier. Join me for a smoke, Mrs. Myers? Die raucht doch. I'm gonna have to think about it. Well, I suppose one smoke can't hurt. And that's when he realized it was his own bong. Oh my, oh now that was a good one. You know what, Kathy? You're okay. Sorry for being such a cranky old bag before. I get a short fuse when I run out of smokes. Now that's an understatement. Good thing I had my morning smoke, otherwise we would have had a fist fight on our hands. Oh, it's getting chilly. Why don't we head inside? Now, this here's my boy Nathan. He's special. Nate, be polite and say hello to Kathy. Hi, Kathy. Hi there, big guy. Eine Eule? Very lifelike. Contrary to popular belief, I don't believe the owls are more than what they seem. Aschenbecher, nächsten Sofa, Gemälde, Herd, Geweih. Können wir mit dir nochmal reden? So, you wanted to ask me about Lily? Yeah. Do you mind telling me what happened when my grandfather came to see you? Well, he knocked on my door a few years after Lily had passed away. I didn't know Joseph too well myself, but I'd heard of him and the good he'd done for the other people around here. So I let him in. He started asking a bunch of questions about Lily, like if I was absolutely sure that it was suicide. And what did you say? The truth. That she was depressed and had been for a long time. I had no doubts about what happened. Ich glaube, das Spiel eskaliert später richtig und wird richtig wild, oder? Weirdly curious about her paintings. Lily painted?
Yep, that's one of hers right there on the wall. I see, it's beautiful. So, in what way was he curious? He asked if Lily had painted anything odd or strange. Aber bisher baut sich seine Story richtig gut auf. Jedes Point-and-Click eskaliert. Okay, das stimmt allerdings. Das stimmt. Then he wrote something down on a piece of paper, thanked me, and left. Huh. Any idea of what he could have seen? Not really. I had the paintings all lined up. Could have been any of them. Would you mind showing them to me? Well, I would if I could, but this is the only one I have left. I sold the rest many years ago to this weirdo art collector. Kunstsammler? I'd rather just ask her about her daughter directly. Hey, Sue, do you recognize any of these men? Well, there's Joseph Rain. Always so handsome. I had such a crush on him back in the day. And no way. That's him. The man who bought the Was? He's much younger here, but there's no mistaking that hair and Was? Are you sure? I'm positive, little cat. That's the guy who walked into this cabin with $5,000 in cash. That's very helpful, Sue. Thanks. Ugh. Another question for the elusive Mr. Wade. Jetzt schauen wir mal zu den. So, tell me about Lily's art. It used to be about cheerful things, landscapes, animals, bright colors. But as she drifted further into depression, she started painting horrible things, death and decay. And the last few pieces look like something out of a nightmare. That's awful. Did Lily ever get any recognition for her art? Not really. Except from the guy I told you about who bought most of her paintings. Weißt du was über Charles Wade? Charles Wade was the one who bought those paintings from you. Yep, like I said, he gave me $5,000 for Lily's paintings. If you want to know his reasons, you're gonna have to ask the man himself. Ja, das ist das Problem. Wir kommen da nicht hin. Do you know anything about what happened to my grandfather? How he ended up in a wheelchair? Stroke, wasn't it? At least that's what I heard. Not necessarily. There are some divided opinions about it. Now that I think about it, that whole ordeal happened to him not long after he came here. How long? A week, maybe, at the most. I don't need to ask her about that. Mind telling me what Lily was like, Sue? I'd be happy to. She was Nathan's older sister by 2 years. Lily was like any girl growing up, normal, happy, talking about school, boys, and whatnot. And she and Nathan were close back then, always playing together in the woods. When Lily was 10, she started drawing, always doodling on just about anything she could get her hands on. We didn't have much, really, and so she used what she could. Once I even caught her scribbling on toilet paper. On her 12th birthday, we gave Lily a thick sketchbook with an assortment of pencils. She was ecstatic. That was the happiest I'd ever seen her. From that day, drawing became her life. Eventually, her art teacher at school helped her to get started with oil painting. When Lily was 15, something changed. At first, I thought it was just usual teen angst, but no, this was something different. She started going out, disappearing for long periods of time. She locked herself in when painting. She never used to do that. I tried everything. Counseling, support groups, antidepressants, nothing worked. About a year later, she just gave up, and well, you know the rest. I'm sorry, Sue. That must have been unimaginable. Thanks, darling, but it's been a while now. I've learned to live with it. You know, I've been through something similar. My mom. She never killed herself, but, well, she came close. That's a damn shame. Boah, ganz schön depressive Themen hier, oder? Better isn't the word I'd use. I had to put her in a place where she couldn't hurt anyone, including herself.
Yeah, life ain't easy for any of us. Flip a few coins along the way, and I could have ended up somewhere like that myself. I'm awfully sorry things went that way for you, Ma. Anyhow. Thanks, Sue. Taking it one step at a time. What do you do to support the two of you? A little bit of this and that. Got me some cash saved up, too. Nathan helps out when he can. What happened to your husband, if you don't mind me asking? You could say he didn't quite cope as well as I did with what happened to Lily. He got himself a death wish after what happened to her, started drinking and getting into all sorts of trouble. Cash. 5 years left for him in the joint now. Been there for 15. Man, that must be rough. Danke, Soge. Oh, we're doing just fine without him. Aren't we, Nate? Mama takes good care of us. Mama sure does. I don't need to ask. I think I'm gonna head off now. Sure thing, little cat. Gut, dann haben wir hier, glaube ich, alle Informationen geholt. It's getting late. I should head back to the city. Oh, Tag vorbei, oder was? Die Tonbandkassetten oder was? Ja, habe ich mir angehört. I was wondering when you'd show up. How did it go? Long story. I found out about some stuff that happened when I was a kid. Wow, what a mystery. So what's the plan now? Großvater ist immer noch tot, dann kann ich nichts ändern. Außerdem bin ich nur auf Sackgassen gestoßen. Ich weiß noch nicht. Ich werde mir eine Mütze schlafen und so sieht der Plan. Some shut-eye is the plan. I'm about to pass out. Oh, I couldn't possibly sleep now. I'm way too excited. Well, that makes one of us. Nighty. Good night, Cat. Endlich kommt die FSK 18 Lesben-Action im Wohnheim. Oh. Hey, Kathy, wake up. Oh. You are so lucky there are no sharp objects near this bed. Guess what? I got an idea. Please Lass tell uns me it involves rummachen. you taking a sabbatical. Nein. Aha, so you found all this evidence, right? Pictures, tapes, and stuff? I guess. Why? Well, as you know, I have a computer. And I know this hacker guy, Dave. Ein Hacker? Oh, never mind. I'll just write you a note. You go back to sleep. Seriously, Eileen, sometimes I just marvel at how your brain works. I know, right? Gute Nacht, Freund Kathy. Ich glaube, diesen Teil wirst du lieben. You still Okay. have time if you think there's any chance you would change your mind. I'm sure, Doctor. Just get it out of me. But please, don't tell Was me ist why. eigentlich dein Rating von 1 bis 10 für das You Spiel? have to do that. It's the law. Niemand muss davon erfahren, dass du so... Nobody has to know. Just pretend it slipped your mind. I have enough shit going on with her already. This would just add fuel to the fire. I'm afraid there's nothing I can do. Fine. Let's just get this over with then. Right this way. Okay. Tag 1 abgeschlossen. Ugh, I hate that dream. Diesmal ist kein Wecker da. I guess Eileen went to class. 8,5 von 10. Abzüge gegen deswegen den Nah. Bewegen zwischen Orten und dem Mathe-Rätsel auf dem Dachboden. Also wird es bei mir denn ja zumindest schon mal eine 9 von 10 kriegen, weil Mathe-Rätsel war ja kein Problem. Dafür habe ich den Kaffeepflanzen-Wahnsinn. Ach, mal gucken. Hat die mir denn nicht irgendwie was zurechtgelegt? Wollt ihr mir nicht eine Nachricht hinlegen? Da ist doch was am PC, oder? Oh, what's this?
Hi, Kat. Feel free to use my computer while I'm away. My password is Angel Love, without the quotes. If you call my friend Dave at 555-2492, he can set you up with some software. I'll be back in a few hours, super psyched about the investigation. E. P.S. No gum on the keyboard, please. Remember the last time? Oh, please, like she actually uses a spacebar. Shit, looks like she forgot to write down the username. Oh well, shouldn't be too hard to guess. I think it's just some combination of her first and last name. Gum oder... Ja. Floppy disks go in there. Aus Sicherheitsgründen werden Accounts nach 4 fehlgeschlagenen Login mit... Die hat doch gesagt, das Passwort ist Angel Love, ne? Aber sie heißt Eileen. Warte mal, ich speichere mal immer ab. Ach, Escape. Da muss ich mich dran noch gewöhnen. Hacking Time. So. Die heißt Eileen. Warte mal. Hat auf dem Koffer nicht der Name? Eileen Mildred Summers. Wie viele Buchstaben habe ich denn? Okay. Das könnte alles Mögliche sein. Haben wir hier ein Telefon? Telefon. Hacker. Yeah. Hey, I'm Kathy. Eileen said to call you about some software. Ellie who? Eileen. Red hair, glasses, speaks so fast her gums ache. Oh, right. I thought her name was Errol. Figured it was kind of a weird name for a girl. You must have a hearing disorder. You must have a thinking disorder. Burn. Okay. Wow. Just, wow. So, the software? Oh, yeah. No, can't. Not really. I knew she was full of shit. Nah, I mean, sure, I used to be able to get pirated software, but not anymore. There was this misunderstanding and my network privileges were revoked. Me and Clyde, the campus IT guy, Clyde? eye to eye. We used to play bocce together, and let's just say he is one sore loser. Can't you just patch things up with the guy? No way. He's such an ass. He even thinks TNG is better than the original series. He thinks the what is better than the what? I know, right? Can you believe that guy? Okay, kannst du dich einfach Can't you reinhacken? just hack your way back in somehow? Isn't that what you do? He blocked the Ethernet port in my room. I don't even have physical access. Don't
don't you ever leave your room? Use a computer in the library or something. Aren't they connected to the network? No, there are cameras in there. Clyde is just waiting for me to make a move so he can get me expelled. You call yourself a hacker? Just use your brain, for Christ's sake. Let's figure this out. Wow, you're so sassy, Nancy Drew. Well, okay, only an admin account can change the access port. The only way to even theoretically crack one would be if Clyde logged onto a machine to which we have unrestricted physical access. And... ooh, I got an idea. I'm not gonna like this. Well, what you could do is intentionally crash your PC. Mein PC zum Abstürzen bringen. Stupid. Well, not crash it, just crash it a little, then call Clyde. Clyde will come over to fix it. If you're lucky, then he'll log onto the network using his admin account. Afterwards, you can use some of my tools to find and crack the password locally. Worth a shot, I guess. Okay, you can come over and set it up. No way. I have severe IBS, it just wouldn't work. IBS? What the hell is that? You serious? Das will er nicht wissen, weil das habe ich auch. I'll have my buddy drop off everything you need. It's not rocket science. You do what I ask, and I'll get you some juicy software. Quid pro quo, Claddy. Whatever, weirdo. We'll see. Quasi. Oh, das ist ein Umschlag. Können wir den aufmachen, anschauen? There Was was a ist floppy das? disk in there with a note taped to the back. It's labeled boot. 1. Boot your computer using the blue floppy. 2. Use the corrupt MBR utility to crash the file system of the computer. Take the floppy out and reboot. 3. Call Clyde at 555-8181. Tell him your computer crashed and give him the error code on the screen. He'll come over and have a look. It shouldn't take too long for him to fix. Alles klar, Soge. 4. Now comes the crucial part. You need to somehow make him log on with his admin account. 5. Reboot and retrieve the admin credentials using the blue floppy. 6. Reboot and log on using Clyde's admin account. 7. Look for some kind of tool to remotely open my Ethernet. Alter, ich habe jetzt schon aufgehört zuzuhören. That's it. And remember, if you mess up somewhere, just call Clyde and he'll have to take care of it. It's his job after all. Okay. So. Nein. IT, this is Clyde speaking. How can I help you? I kind of forgot my username. Well, it's real easy. It's the first letter of your first name followed by your last name. So Jane Doe would be J Doe. All right, sounds easy enough. All right, thanks. Okay. Also das heißt, müsste dann E-Summers sein. Okay, Diskette ins Laufwerk stecken. Rechner einschalten. 66 Megahertz, nice. MBR beschädigen.
beenden und runterfahren, ne? Okay. Ich müsste den Dulli anrufen. Mein PC ist kaputt. IT, this is Clyde speaking. How can I help you? Kaputte Hi, I need Computer. you to come and fix my roommate's computer. What seems to be the problem? It won't start up. There's some kind of system failure with an error code on the screen. Probably a hard drive failure. Which room are you in? Dorm A, room 5. I'll be there in a few minutes. Thanks. So. Hey, Clyde from IT. Hi, come in. My, oh my, now how did this happen? I have no idea. It was like this when I started it up this morning. Let's have a look. And presto, good as new. That's perfect. Could you try logging on real quick just to make sure it works? You go ahead, I'll wait. Okay. Summers. Aber wir wollen ja Test. Wir wollen ja nicht, dass das geht. Oh, now look what I did. For crying out loud. Let me try to log in with my account. Okay, jetzt macht er seinen Account. Okay, everything seems to be in order. I've unlocked your account. Please, try not to break anything else. Oh, I'll try. Phase 1 complete. Boot your 2, 3, 4. Now comes the crucial part. You need 5. Reboot and retrieve the admin credentials used 6, 7. That's it. Das heißt, jetzt müssen wir Diskette einlegen, Power drücken. Passwort extrahieren. Admin Passwort Gadget. Okay. Willkommen, Clyde. Okay. Soweit, so gut. Netzwerk. Warte mal. Hatten wir da noch was auf der Diskette als Notiz? 1, 2, Q3, call 4, now 5, reboot 6, reboot at 7. Look for some kind Wohnheim B, Raum 8. Okay. Nah, I'll leave it open. Unless Dave. Okay, das haben wir.
Müssen wir Hacker Dave wieder anrufen. Yeah, Guess what? you got it? Hang on. Oh man, I could kiss you! Figuratively, that is. I am so gonna get back at Clyde now. What are those admin credentials, by the way? Not telling, buddy. Saving those for a rainy day. Huh. I suppose this nice floppy I've prepared for you stays in my room then. Sure, then I'll just have to log back on and click that pretty little lock icon again. Now this is just emotional blackmail. Quid pro quo, Dave. Fine. I'll have it dropped off at your room. God damn, you're like a she-Clyde. A Clydette. Clydette. That is the worst insult I've ever heard. Later, Dave. Okay. Was haben wir denn da jetzt? There was a floppy disk inside. Okay, was müssen wir denn jetzt machen? Also du musst jetzt nochmal neu starten, oder was? Das war damals. Passwort Angel Love. Angel Love. Hier jetzt die Diskette reinschmeißen. Jetzt haben wir hier Tools. Software installiert. Das klappt auf Deutsch und Englisch? Ich habe das jetzt einfach auf Englisch eingetippt. War das falsch? Weil das andere war ja auch Admin und Gadget. Bilderanalysierer. Bilden. Oh, hä? Kann ich jetzt... Warte mal, muss ich da jetzt auf den Scanner? Advanced scanner thingy. Muss ich das Bild auf den Scanner tun? Color printer. Warte mal. Engelliebe geht auch? Okay. Warte mal. Ich muss irgendwie das Bild doch auf den Scanner legen, oder nicht? Wo ist denn hier der Scanner? Da. Looks over. There's Ist mit Computer? Oh, Alter. Drucker, da. Scanner. Ey, oh, das ist so ein Fummelkram, ey. Okay. Genau. Immer 30 Zentimeter drunter, ja, gefühlt. So, das kommt ja... Hä? Ach so, wow. Okay. Oh, fuck.
Warte mal. Das machen wir mal so ungefähr. Ah, das sieht gar nicht so schlecht aus. Ja. Boah, Alter, was ist das denn? Hä? Irgendwie. No point. I already have the original. Irgendwie. Das ist komisch. Also das würde ich auf jeden Fall nicht viel ändern. Vielleicht ein bisschen so. Aber das verstehe ich nicht. Ich habe nicht mal eine Ahnung, was es darstellen soll. Wenn ich jetzt vermuten könnte, was es darstellen soll, aber ich habe gar keine Ahnung. Obwohl, das sieht aus wie eine Art Wald, oder? Könnte das ein Wald sein? Oh, das sieht doch gar nicht schlecht aus. What the hell is that? Ball lightning? Kollege Zufall regelt. Ganz ehrlich, so hast du da ein festes System für? Jetzt kannst du mir nicht erzählen. Ich habe da... Also... Was ist das denn? Ja, ich habe geschoben und plötzlich war es da. Ja, eben. Unusual flower over there, though. Never seen anything like it. Maybe worth printing? Ja, das gute Geräusch. I don't want to print that part of the image. Okay.
No, not quite yet. I think there's... I don't want to print that. Was gibt's denn hier noch auf dem Bild? Ist da irgendjemand im Hintergrund? Kann ich das ganze Bild einmal nehmen? I don't want to print. Die hellen Anomalien von einem leicht schräges, gleichseitiges Dreieck. Has to be significant somehow. Okay, I'm pretty sure that's all there is to find in this picture. Okay. So, dann machen wir jetzt erstmal... Nein. Bildanalyse. Ja, eben, deswegen habe ich gerade abgespeichert. Weil ich habe gesehen, wie spät es ist. So, oh. Machen wir hier gerade einmal. So. Gerade mal schauen, wo wir noch hin raiden. Indinus spielt Retro. Kate Walker ist auch ein Point-and-Click, der passt das wenigstens. Wenn das Game weiterzockt, bitte nicht am Dienstag, weil ich ja im Kino bin. Nein, ich werde das Game am Mittwoch weiterzocken. Am Mittwoch. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir zu Indinus, der spielt Siberia. Dann bleiben wir wenigstens im Point-and-Click und Retro-Bereich. So, mach ich mal den Raid fertig, ihr Lieben. Dann danke ich dir nochmal, Sorge, für das tolle Spiel. Also bisher hat mir das echt gut gefallen. Und ja, ich wünsche euch allen einen wunderschönen Abend, einen guten Start in die Woche. Ne? Übertreibt's nicht, macht nicht zu viel. Und ja, ich bin für heute Abend raus. Macht gut, ihr Lieben. Ihr kennt das Spiel. Ja, bis dann und ciao, ciao.